Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Heute wollen wir euch wieder mitnehmen auf einen Tag auf unserer Fahrradweltreise. Wir sind jetzt in China. Ihr habt es auch gesehen, wir haben uns eine Drohne gekauft. Das ist jetzt das erste Video, wo wir diese Drohne verwenden. Und wir hoffen, ein paar schöne Aufnahmen heute hinzubekommen. Den Zeltplatz habt ihr jetzt schon gesehen. Hier sind wir gestern angekommen. Ja, war ganz okay. Gut geschlafen. Ja, gut geschlafen. Jetzt machen wir Frühstück, packen unsere Sachen und dann geht's los. Viel Spaß! Haferflocken haben wir verputzt. Sehr gut. Jetzt wollten wir noch mal erklären, wie das mit den ganzen Videos läuft, weil wir kriegen öfters mal Kommentare oder Nachrichten von einigen von euch, ja, die verwirrt sind mit der Videoreihenfolge und wo wir denn jetzt sind. Also, jetzt aktuell, heute ist der 30. Mai 2019. Und wir sind jetzt in China, in der Provinz Shaanxi, ungefähr 300 Kilometer vor Xi'an. Von hier aus ja, fahren wir weiter Richtung Norden, nach Peking und dann weiter in die Mongolei und weiter nach Russland. Und wie wir bisher gefahren sind, also wie wir vor über 3 Jahren in Deutschland losgefahren sind und jetzt hier angekommen sind, dazu haben wir auch vor 2 Wochen ein Video auf YouTube hochgeladen, wo der ganze Trip nochmal zusammengefasst ist, also Land für Land einmal jeweils eine Szene. Da könnt ihr es nochmal ganz genau sehen, wie wir gefahren sind. Also das ist jetzt ein aktuelles Video aus China. Und dann haben wir halt noch ja, die anderen Videos. Genau, die anderen Videos, die wir ganz normal quasi in Ländern drehen und danach zusammenschneiden. Und jetzt sind wir mit unseren Videos da in Tadschikistan. Danach kommen die Videos aus Usbekistan, Aserbaidschan, Iran und dann weiter so. Und die Videos jetzt, das ist so ein Tag auf unserer Weltreise, was wir auf einem Tag sozusagen erleben, was uns an einem Tag passiert und genau. Ja, das ist ein Bonusvideo, genau, ein Bonusvideo. Und die regulären China-Videos, also was wir jetzt halt die letzten Wochen schon gefilmt haben und so weiter, das wird dann alles erst kommen, wenn wir die ganzen anderen Videos abgearbeitet haben. Aber es wird kommen, also wir haben super viel Videomaterial, wir haben noch Videomaterial für jahrelang Videos. Ja, bleibt dabei, ihr werdet das alles sehen. Wir versuchen jetzt jedes zweite Sonntag ein Video rauszubringen. Genau. Das ist unsere sozusagen wie heißt das so? So das Timing, ja. Timing. Genau, alle 2 Wochen. Ja, die letzten Wochen hat das ganz gut geklappt. Ja, ich denke, das werden wir auch in Zukunft hinbekommen. Wir trinken jetzt unseren Tee noch gemütlich aus und dann bauen wir gleich das Zelt ab und dann packen wir die Sachen und ja, dann geht's los. Zurück auf die Straße.
Zurück auf der Hauptstraße. 500 Meter mussten wir fahren von unserem Campingspot. Ja, eine ganz gute Distanz von der Straße. Ja, manchmal sind es aber auch deutlich weniger bei uns. Immer ein bisschen unterschiedlich. Los geht's, weiter geht's. Da werden die angezogen, die Reispflanzen. Da werden die einfach wild ausgesät und dann wachsen sie. Und jetzt werden sie da wieder rausgezogen und in diese Bündel zusammengebunden. Und dann werden sie auf dem Feld quasi wieder neu reingesteckt, aber dann halt mit einem entsprechenden Abstand. Alles per Hand. Echt abgefahren. Was für ein Aufwand für den Reis, das ist unglaublich. Wir sind jetzt seit 30 Tagen in China. Wir haben voll spannende Zeiten hier. Uns gefällt auch, wir sind sehr überrascht, wie zum Teil modern und zum Teil wie die jetzt bei dem Reis, dass der Reis per Hand so eingesetzt wird, China ist. Und eine Sache, wir haben nur 60 Tage Visum. Und wir müssen das Land von Süd nach Nord durchqueren. Wir wollen natürlich auch was angucken und Pausen machen und so weiter. Deswegen ist relativ strammes Programm in China angesagt. Und bis jetzt machen wir das ganz gut. Die Straßen meistens sind richtig gut und wir können jeden Tag ungefähr so 100 Kilometer irgendwie machen. Und gucken, wie wir heute weit kommen, aber heute sollen wir auch irgendwie so 70, 80 Kilometer schaffen. Wird es ein bisschen hügelig, wird es irgendwie hoch und runter die ganze Zeit gehen und danach ein Berg. Wie viele Höhenmeter? 2 Berge, einer 600. Und dann geht es ein bisschen bergab und dann der nächste Berg 1000 Höhenmeter. Ja, irgendwie so, genau. Aber den zweiten, den werden wir wahrscheinlich erst morgen machen, den werden wir heute vielleicht langsam anfangen. Ja, ein bisschen was müssen wir machen. Sonst läuft unser Visa zu früh aus, bevor wir in der Mongolei angekommen sind. Hier ist jetzt das nächste Reisfeld. Und auch da sieht man wieder die Reisbündel, die Reispflanzenbündel. Aber hier sehen wir, wird der Reis jetzt eingepflanzt und nicht geerntet. Und man sieht auf jeden Fall ja in einem deutlich größeren Abstand als bei dem Feld davor. Hier wächst er dann jetzt quasi bis zur kompletten Größe, bis er geerntet werden kann. Und ja, auch hier selbstverständlich wieder alles per Hand.
May you spend every day in the happiest way, living life to the fullest. Mama. Tim Putong. 听不懂，哎，你怎么会说听不懂？我来自Daegu. Daegu. Yrosa. 俄罗斯哦，俄罗斯俄罗斯的啊，俄罗斯， Daegu. Daegu. 德国， Daegu. Daegu. Daegu Yrosa. 你是俄罗斯的哦，对对对，你们中文说的不错，我们还能听懂。从成都过来，成都，四川成都， Ah, Sichuan, Chengdu, yes. Going Xi'an, Xi'an, Beijing. 啊， Daegu. Ja, Deutschland. Natürlich das schwerste chinesische Wort überhaupt. Daegu. Daegu. Ein paar Fetzen Chinesisch können wir mittlerweile, so halbwegs zumindest. Das Schwierige ist halt die Aussprache. Es ist eine tonale Sprache. Es gibt 4 Töne. Gut, was vielleicht nicht ganz so viel ist. Es gibt Sprachen mit mehr Tönen, aber es kommt halt 100%ig auf die Aussprache an. Wenn du da Daegu sagst anstatt Daegu oder sowas, verstehen die Leute kein Wort. Das ist das Schwierige. 你们往哪里去？西安，往西安？西安，北京，从哪里骑来的？是哪里？西安，北京。起点是从哪里骑的？啊，我Daegu，从你们国家骑到这儿来？有西安，哦，西安骑来的，西安，北京的。可以。谢谢。你去哪里？我也去西安，西安。我就是西安人。啊。 Ah, das können wir natürlich lesen. 哦，我就是西安人。呀，那把车子都骑成这样子，把车子已经都骑成这了。可以，可以，可以。真棒。谢谢。当然，谢谢。可以，可以，你们可以。你从哪？你现在骑了有多少？ Daegu. 啥？ Daegu，我来自Daegu。德国。德国。德国。德国。哦，德国。 Yrosa. 你是俄罗斯啊？哦，你们两个一块儿骑到，那你是从德国骑到这儿来的？德国。 Hau, ja. Hau, hau. Bicycle。对， Bicycle。从德国骑到这儿来的。 Hau, 哎 hau. 呀，太厉害了！有真厉害，从德国骑到。哦，你们这车子还是在这儿直接弄到这儿，是不？啊。这样车子就重了，特别重。 Close。哦，Gut. Ja, das Rauchen. Eieiei. Eieiei. Ja, ich habe mal wieder angefangen, irgendwie ein bisschen zu rauchen. Ich habe ungefähr 10 Jahre lang geraucht. Von 14 bis 24. Dann habe ich aufgehört. Naja, und dann, weiß nicht, dann habe ich hier und da mal ein bisschen geraucht. Es fällt mir mittlerweile nicht schwer. Irgendwie, es fällt mir nicht schwer, wieder anzufangen. Aber es fällt mir auch nicht schwer, wieder aufzuhören. Und jetzt in China, das Rauchen ist echt wichtig irgendwie. Also das ist, wenn dich irgendjemand anhält oder sowas oder du dich mit irgendjemandem unterhältst, dann wird sofort eine Zigarette angeboten. Und also es ist vor allem auch so, dass du nicht alleine rauchen darfst. Wenn du dir selber dein Päckchen rausholst und eine Zigarette rauchen willst, dann musst du jedem
jedem, der da ist, musst du eine Zigarette anbieten. Und ja, dann nehme ich die halt auch hier und da mal an. Jetzt auch. Und ja, sei es drum. Weiß ich nicht. Verurteilt mich, wenn ihr wollt. Ist mir wurscht. Der Typ war witzig. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe mich rasiert. Gestern? Ja. Ja, gestern früh. Gestern Morgen zur Feier meines neuen Lebensjahres. Vor 2 Tagen hatte ich Geburtstag und ich hatte die Idee irgendwie schon länger. An meinem 30. Geburtstag rasiere ich mir den Bart ab, um zu versuchen, wieder ein bisschen jünger auszusehen. Ich glaube, das funktioniert. Sehr schön. Ja, fühlt sich ganz gut an. Noch ein bisschen ungewohnt, ist irgendwie echt deutlich kälter und deutlich frischer und windiger. Aber nee, ist glaube ich ganz gut. Passt schon. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mit Bart oder ohne Bart. Auch ganz interessant ist, im Kino hat uns ein Couchsurfing-Host erzählt, im Kino laufen die Filme quasi mit chinesischen Untertiteln. Also chinesische Filme laufen mit chinesischen Untertiteln und auch die Nachrichten laufen immer mit chinesischen Untertiteln, weil das halt überall, wie gesagt, gleich geschrieben wird, aber halt in jeder Provinz anders ausgesprochen wird. Und ja, insbesondere bei Nachrichten, wenn die halt in ganz China irgendwie dann gezeigt werden oder so, dann verstehen die Leute das zum Teil nicht, weil die Aussprache halt anders ist. Aber lesen ist überall gleich. Deswegen gibt es überall chinesische Untertitel, obwohl halt auch überall quasi Chinesisch gesprochen wird. Oder Mandarin, Hochchinesisch oder so, heißt das ja irgendwie. Ja, ziemlich spannend und macht es für uns halt nicht wirklich leichter. Was ich aber noch ergänzen will, und zwar uns wurde auch erzählt, dass im Kino die ausländischen Filme immer in Originalsprache laufen, mit Untertiteln, aber kein Mensch spricht hier Englisch. Das finde ich echt spannend. Stimmt, wenn die ja. alle Filme hier in Originalsprache gezeigt werden und keiner kann irgendwie ein paar Fetzen Englisch und versteht es ganz einfachen Sachen nicht. Das, ja, wir sagen ja irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland, also irgendwie, was weiß ich, wir sagen irgendwie immer, die Skandinavier, die sprechen alle so gut Englisch, weil da alle Filme in Originalton laufen mit was weiß ich, schwedischen oder norwegischen Untertiteln dann halt. Ja, hier passiert genau das Gleiche, aber niemand kann Englisch sprechen. Nicht, gar nicht. Also ja, in den großen Städten halt, da vielleicht dann mal irgendwie ein Hello oder ein How are you oder vielleicht ganz selten auch mal ein bisschen mehr, dass man wirklich so eine Art Konversation haben kann, aber im Normalfall, nee. Keiner spricht Englisch. Ja, weiß ich nicht. Auf der einen Seite natürlich irgendwie ungewohnt, komisch. Aber auf der anderen Seite vielleicht, ja, irgendwo ein bisschen, ja, verständlich, weiß ich nicht. Aber es ist halt ein riesiges Land mit, weiß ich nicht, 1,3 Milliarden Einwohnern oder so. Die haben komplett ihre eigene Wirtschaft, ihre eigenen Sachen, auch was weiß ich, beim Internet und so weiter. Es läuft alles über irgendwelche chinesischen Dienste und so weiter. Die haben eigentlich, ja, nicht wirklich irgendwie die Notwendigkeit dazu, irgendwo irgendwie Englisch sprechen zu müssen. Außer halt, ja, was weiß ich, in den großen Städten, wo dann halt viel internationaler Handel getrieben wird, was weiß ich, in Shenzhen, Hongkong, Shanghai oder sowas. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber gut, da sind wir jetzt nicht. Von daher, ja, echt spannend mit dem Englisch.
Reispflanzen, genau, absolut. Auf so einem Wagen hier, das ist echt krass, wenn man die Kontraste hier in China sieht. Also es ist auf der einen Seite so mega modern, die Städte sind zum Teil so krass, man kann sich das nicht vorstellen. Überall krasse, moderne Hochhäuser, irgendwie bunt beleuchtet und so weiter in der Nacht. Fahrradwege, Elektroautos, Elektroroller, krasse Metrostationen, Metrobahn, dann diese super Highways irgendwie, ja, ihr habt es eben gesehen, da geht die eine Brücke rüber und dann, was weiß ich, kommt ein Berg, ist ein Tunnel und kommt ein Tal, ist eine Brücke, das sind schnurgerade Straßen im Endeffekt, egal wo man ist. Alles ist super modern, zum Teil zumindest. Und dann fährst du hier durch die kleinen Dörfer und die Leute säen und ernten per Hand den Reis und fahren irgendwie die Reispflanzen mit irgendwelchen komischen Zugwagen. Ja, das ist echt super spannend, das zu sehen. Also die Leute sagen ja auch irgendwie immer, China wird irgendwie die Supermacht und so weiter, die nächste Supermacht. Ja, durchaus möglich, die haben schon auch eine Menge Macht und so weiter, aber in einem Land, wo zum Teil die Leute noch unter solch erbärmlichen Zuständen irgendwie leben und arbeiten müssen, das kann doch nicht sein, dass das eine Supermacht wird. Da muss, denke ich, noch echt ein bisschen was passieren hier in China. Aber dann, wenn sie das in den Griff bekommen, wenn die Leute hier ja, nicht mehr wie den Reis per Hand ernten und säen müssen, also das ist doch unglaublich. Reis, das ist absolutes Grundnahrungsmittel. Das kann ja nicht sein, dass sie es hier per Hand anbauen müssen. Ja, vielleicht ja eine Melone, oder? Ja. Du Schauziehen. Du Schauziehen. 4块钱一斤。 Vor? So eine? Vier für ein halbes Kilo. Aha. Ja, was auch sehr interessant ist in China, es gibt eine andere Maßeinheit, die rechnen hier alle in Pfund, also in 500 Gramm. Und das hat am Anfang auf jeden Fall für ganz schön viel Verwirrung gesorgt. Wir konnten die Preise überhaupt nicht einschätzen und waren total verwirrt irgendwie auf dem Markt, dass sie uns irgendwie auf einmal so komische Kilopreise und so weiter gesagt haben. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass das alles 500 Gramm ist, quasi ein deutsches Pfund. Und ja, die kostet jetzt 4 Yuan pro 500 Gramm, also 8 Yuan pro Kilo. Was ja, ein guter Euro ist. 7,5 Yuan sind 1 Euro. Ja, schon relativ teuer das Obst hier, also im Vergleich zu Südostasien auf jeden Fall. Mayo. Shishi. Wollte sie noch schneiden. Naja, egal, wir haben noch eine Aprikose bekommen. Habt ihr uns geschnappt? Hast du dir geschnappt? Sehr gut. Also da sind wir und wir fahren jetzt hier an diesem Fluss entlang. Es geht jetzt 30 Kilometer bergauf, 650 Höhenmeter und dann haben wir einen Tunnel, der quasi ja, ganz am Ende kommt und danach geht es so ein kleines Stückchen bergab. Okay, dann haben wir noch eine ziemlich coole Ankündigung zu machen. Und zwar wollen wir verkünden, dass wir eine Partnerschaft mit der Firma Wild haben. Wild ist eine Firma, die Klamotten herstellt, und zwar ja, genau die hier, die wir jetzt anhaben. Und zwar sind das Klamotten aus
Holzfaser. Es wird in einem speziellen Prozess quasi aus dem Holz, ich weiß nicht ganz genau, irgendwie die Zellulose gemacht und dann wird daraus ein Stoff gewebt und daraus werden dann die T-Shirts hergestellt. Auch Pullover und alles anderes. Pullover auch, genau, also unterschiedliche Sachen gibt's. Das Material Holz hat ganz einzigartige Eigenschaften. Und zwar, also es trägt sich erstmal sehr, sehr, sehr weich. Es ist eine ganz weiche und feine Faser. Es ist ja vielleicht sogar mit Seide zu vergleichen. Dann hat das Ganze sehr, sehr gute thermoregulierende Eigenschaften. Also die Holzfaser saugt den Schweiß sehr, sehr schnell auf und gibt den dann sehr schnell an die Umgebung wieder ab. Also viel, viel schneller und viel, viel besser als Baumwolle es macht. Und dadurch kühlt dein Körper halt runter quasi, wenn es halt sehr heiß ist und du schwitzt. Verdampft der Schweiß halt direkt und das ist halt ein sehr angenehmes Klima dann. Und auch wenn es wärmer wird, bietet die Holzfaser halt eine ziemlich gute Isolierung. Und ja, es ist sehr, sehr angenehm zu tragen. Dadurch, dass die Holzfaser den Schweiß auch so sehr schnell und komplett aufsaugt, haben auch Bakterien eine viel, viel schlechtere Möglichkeit zu wachsen als zum Beispiel bei Baumwolle. Und das führt dann dazu, dass genau dass die nicht so schnell anfangen zu muffeln. Also ich habe den Extremtest gemacht, ich habe das Shirt wirklich 2 Wochen lang getragen und es hat wirklich nicht intensiv gemuffelt, sage ich mal, oder gestunken. Es war ja Ein bisschen lüften und dann ist es ja so wie frisch nicht, aber richtig gut. Also ziemlich erstaunlich. Also wir tragen die Klamotten jetzt seit ungefähr 2 Monaten. Wir haben ja T-Shirts und Pullover bekommen. Ziemlich coole Sache. Wir sind damit sehr zufrieden. Und ja, das Coole ist für euch, wir haben einen Gutscheincode für Wild. Wenn ihr den Gutscheincode rausgefahren bei eurer Bestellung benutzt, also die ganzen Links sind unten in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr einen 5 € Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und sind sehr, sehr glücklich und stolz darauf, dass wir diese Partnerschaft haben. Vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle. Eine super Sache. Guckt mal vorbei. Und ja, genug Werbung jetzt. Links sind alle unten. Jetzt gibt es eine Melone, die wir uns eben gekauft haben. Wir machen eine kleine Pause. Wir machen jetzt gleich eine Drohnenaufnahme. Ja, alles Start. Ich muss noch ein bisschen weiter üben. Es war jetzt auch echt ziemlich windig, es war eigentlich zu windig.
Das war nicht so gut. Und ich habe auch am Anfang irgendwie wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Man muss immer auf Aufnahme drücken. Natürlich. Aber ja, kommt alles mit der Zeit. Wir gucken jetzt nach ein paar Verstärkungssachen, bis wir zum nächsten Dorf schaffen. Gucken, was da gibt. Gucken, was hier so gibt. Einen kleinen Laden. Gibt es irgendwelche Getränke, ganz viel Alkoholauswahl. Eier, Brote, Kekse. Jo. Keine Ahnung, wie die sind. Test, Test, Test. Ist ein bisschen hart, glaube ich. Was ist das denn? Ich habe keine Datteln. Was ist das für ein Zeug? Aber ist okay, oder? Ist ein Frucht? Ja. Schmeckt so ein bisschen wie so Schaumstoff. So schlimm will ich auch nicht. Aber die Konsistenz. Bei mir schon. Wie so ein Schwamm. So ein Schwämme. Ja, ein gekauft. Nein, jetzt haben wir einen riesen Beutel davon. Pappe. Heute ist Donnerstag und das bedeutet, es ist Thursdays for Bicycles. Das ist ein Hashtag, würde ich mal sagen. Im Moment nur ein Hashtag, den wir ins Leben gerufen haben. Und ja, in Anlehnung an die Fridays for Future Proteste haben wir uns überlegt, machen wir den Donnerstag zum Fahrradtag. Und ihr habt es vielleicht schon auf Facebook oder Instagram gesehen. Ich glaube, in den letzten, wie lange denn eigentlich? Ja, also ich glaube seit 8 Wochen oder so posten wir halt jeden Donnerstag ein Bild mit einem Schild, wo wir ja einen Spruch, den wir uns immer wieder neu ausdenken, raufschreiben und ein Thursdays for Bicycles und die Leute halt dazu motivieren, am Donnerstag für alle möglichen Besorgungen oder Touren das Fahrrad zu benutzen. Also ja, donnerstags ist Fahrradtag. Und auch. Ni hao. Ni hao. Bei fahren? Jo, Mayo. Ja? Should sei. Should sei. 修车啊？修车你不开上面吗？上。 Should sei. 哎， Should sei. 修车。 Should sei. Bei fahren. Bei Fallpolizei? Tofu. 豆腐。 Tofu. Jo, hau. 灰色还有人家灰色。 Im Restaurant angekommen. Leider hat die SD-Karte gerade ein bisschen gesponnen. Aber naja, wir haben alles bestellt, was wir wollten. Shucai, Baifan, Tofu, also Gemüse, Reis und Tofu. Der Reis brutzelt hier schon oder kocht, der ist schon fertig. Ja, ging hier wild hin und her auf der Karte, aber schlussendlich haben wir alles bekommen. Jetzt kriegen wir noch einen Tee, Shishi oder heißes Wasser.
Tee oder heißes Wasser. Gibt es auch oft einfach nur heißes Wasser. Und wir zahlen, ja, 31, ne? 31 Yuan. Shishi. Gut, die guten Plastikbecher. Naja. Ja. Oh, sogar Tee. Sehr gut. Einmal mit dem VPN verbinden. Alles geblockt hier in China. Facebook, Instagram, YouTube, Skype, WhatsApp, Google. Ja, braucht man einen VPN. Und manchmal geht es ganz gut, manchmal geht es ganz schlecht. Manchmal gar nicht. Manchmal braucht man auch irgendwie gar kein VPN. Ist immer so in Wellen das Internet irgendwie. Ist ziemlich interessant. Kein Plan, was dahinter steckt. Und ich trinke einfach Tee. Also so viel rausnehmen, wie wir wollen. Sehr gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Oder oft kochen wir quasi, wir gehen nicht jeden Tag ins Restaurant oder so ein Imbiss oder sowas. Oft kochen wir morgens früh viel Reis zum Frühstück und dann zum Mittag. Und dann kaufen wir noch vielleicht ein bisschen Gemüse oder irgend so eine Soße. Und dann gibt es zum Mittag einfach Reis, was wir schon vorgekocht haben. Ja. Weil es halt ja nicht zum Restaurant jetzt nicht so günstig ist. Kostet jetzt 31 Yuan. Das sind halt, ja, schon so, wie viel sind denn das? 4 Euro, ne? 4 Euro. Gemüse. Shishi. So, ich habe mal wieder Fragen zu meinem Vorbau da bekommen, zu meinem Bambusvorbau. Also das Ding habe ich mir in Indien gebaut, beziehungsweise gekauft, diesen Korb quasi. Das Hauptgestell habe ich gekauft, das ist aus Bambus gemacht. Und die Stöckchen, die Konstruktion an sich, die Befestigung, das habe ich natürlich selber gemacht. Sind da vorne so ein paar Gummibänder. Und dann ist hier unser Hobo-Stove, also unser Ofen, mit dem wir quasi mit Holz kochen können. Und ja, mit den Gummibändern, da kann man dann alles Mögliche irgendwie immer noch reintun. So ein paar Snacks oder sowas landen da irgendwie immer den Tag über. Oder abends ein bisschen Gemüse oder so, was irgendwie so anfällt. Ja, eine gute Konstruktion. Bin stolz drauf. Gleich geschafft. In 300 Meter ist der Tunnel. Juhu! Woo.
Ich habe die Kappe von der Kamera da oben vergessen. Zum Glück habe ich es jetzt früh genug gemerkt, 200 Meter oder so nur. Aber wieder den Berg hochfahren. Gut, die Kappe ist noch da. Ja, sehr schön. So läuft das natürlich. Ja, muss man jedes Mal zurückfahren und die Kamera holen. Oder in diesem Fall zweimal. Einmal die Kamera zu holen und dann die Kappe. So, und jetzt ist meine Akkus hier gleich leer von der Action Cam. Deswegen schließe ich einmal das Ladegerät an dem E-Werk, quasi an den Dynamo. Also hier ist unser Nabendynamo, der Schmitz Original Nabendynamo 28. Und hier ist das E-Werk, was quasi dann den Strom umwandelt in eine 5 Volt Spannung und ja, so 1 Ampere oder sowas. Und da schließe ich das jetzt an, weil es jetzt bergab geht. Da kann man die Akkus dann mal ganz gut aufladen. Auswahl. Nee. Eigentlich so China-Nudeln aller Art. Cracker, Reiscracker, Sojasoßen, Ping-Pong-Bälle, 5 oder 10 Kilo Sack. Sonnenblumenkerne gibt es auch. Erdnüsse, sehr gut. Ah ja, aber guck mal, die sind abgebildet, das sind die gleichen Teile. Oder nicht? Aber ja, lass uns die kaufen, die sind gut. Passt das? Ja, das haut hin. Ja. 5, 4 sind 9 und jeweils 3 sind ja. 15. Hau. Okay. Wie heißt Gemüse? Schützei? 听不懂，听不懂。蔬菜啊，蔬菜。蔬菜。 Okay, 好。 这边。 Die Teile, die Schwammteile, die wir heute irgendwann vor Mittag gegessen haben, die wir dachten, das sind Datteln, die ich gekauft habe und dachte, das sind Datteln. Weil die Teile, die wir im Paket kaufen, denken wir auch, das sind Datteln. Aber sind das keine Datteln? Das sind die Teile, die wir heute, diese Schwammteile, einfach jetzt im Zucker eingelegt, schmecken sie anders. Ja. Schmecken sie gut. Mhm. Aber jetzt schmeckt man, dass es keine Datteln sind. Ja, wir suchen jetzt weiter nach Gemüse, füllen Wasser ab und dann suchen wir Zeltplatz. Noch so 7, 8 Kilometer oder sowas. Ja. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute. Und wir haben gerade 2 Flaschen Wasser von dem Mann aus dem Laden geschenkt bekommen, bei dem wir nach Gemüse gefragt haben, aber er kein Gemüse verkauft. Und 2 Hocker. Und 2 Hocker zum Sitzen, genau. Gemüsemann. Nice. Ah ja, solche, die hatten wir schon mal, ne? Die waren gut, ja. Und
geräucherte Tofu Ja. und vielleicht ein bisschen Bohnen. 中国话说得很好，普通话。很我说你们讲的普通话说得好好。 Sie meint irgendwie Henhao. Vielleicht, dass wir so gut Chinesisch sprechen. Und die antworten, dass wir sie nicht verstehen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Campingspot finden, bevor wir in die nächste Stadt kommen. Die ist nämlich auch gar nicht so weit weg. Und naja, so optimal sieht es bis jetzt hier nicht aus. Okay, da hinten ist auf jeden Fall die nächste Stadt, die sieht man jetzt schon. Aber vielleicht kommen wir hier runter, quasi so ein bisschen unter die Brücke. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Rechts ist ein Haus, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich hatten wir jetzt bisher in China gar keine Probleme mit dem Zelten. Das hat immer gut geklappt. Sich nie irgendjemand beschwert oder sowas, oder womöglich die Polizei gerufen oder so. Gar keine Probleme. Das einzige Mal, vor ein paar Tagen wurden wir von der Polizei angehalten. Das war auch ganz witzig. Wir haben unsere Pässe kontrolliert und uns im Endeffekt eigentlich mehr zum Tee eingeladen als alles andere. Das war ganz gut. So, dann einmal die Statistiken von heute. 84,8 Kilometer, 6 Stunden, 37 Minuten, 45 Sekunden gefahren, 12,8 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, 49 km/h maximale Geschwindigkeit. Jetzt ist es 7:30, 19 Grad und wir haben 1243 Höhenmeter gemacht. So, hier haben wir einmal unsere Benzinvorräte für China in Vietnam gekauft. Quasi 1,5 Liter plus unsere normale Benzinflasche, wo auch 1 Liter drin ist. Also 2,5 Liter für 2 Monate, weil das Problem ist, in China kann man kein Benzin kaufen an der Tankstelle, wenn man das in solche Flaschen abfüllen möchte. Da gab es irgendwie, soweit wir gehört haben, Probleme mit Protestanten, die sich angezündet haben. Und seitdem ist es absolut verboten, an Tankstellen Benzin in irgendwelche Kanister oder Flaschen oder sowas zu füllen und entsprechend zu kaufen. Halt nur, wenn du es direkt in deinen Tank füllst. Deswegen haben wir das in Vietnam gekauft, weil wir das wussten, glücklicherweise. Und jetzt wisst ihr das auch. Wenn ihr nach China fahrt, dann kauft euch vorher Benzin oder nehmt Gaskartuschen oder sowas. So, müssen wir einmal die Flasche auffüllen.
So, also es wird jetzt langsam schon dunkel. Ist jetzt kurz nach 8 wahrscheinlich? Ja. Ja, kurz nach 8 müsste es sein. Ja, jetzt wird gleich gekocht. Eine Nudelsuppe mit Gemüse und Tofu. Filmen wir irgendwie, aber wird dunkel. Genau. Und bald Wird auf jeden Fall lecker. Ah, Oh, vielleicht wird's hell. jetzt wird's hell. Die Beleuchtung ist gerade angegangen. Geil. Oh nein. Hoffentlich ist das nicht zu hell für heute Nacht. Jetzt sind oben gerade an der Brücke die Straßenlaternen angegangen. Ja, gut. Dann können wir auch noch alles wunderbar filmen. Trotzdem wollten wir ja, schon mal kurz das Fazit ziehen von dem Tag. War ja, ein ganz netter Tag. Also es war auf jeden Fall eine richtig schöne Straße. Eine Straße mit so wenig Verkehr hatten wir, glaube ich, in China bisher vielleicht ganz kurz mal irgendwo, aber Ja, die ganze eigentlich Zeit nicht. Es so war- eine gut geteerte Straße, super schöne Landschaften und gefüllt wie allein die ganze Zeit. Das war richtig, richtig schön. Damit haben wir gar nicht gerechnet. nee, nicht wirklich. Und das war das Beste. Das hat das irgendwie alles so schön, so ruhig, so. Ja, man konnte für sich hin so die Pedalen drehen und hoch und runter fahren. Ja, Das ist immer das Beste. So ein guter Fahrradweg. absolut. Das war ziemlich cool. Ja, auch ein paar witzige Begegnungen gehabt. Heute Morgen irgendwie der Motorradfahrer, davor die anderen Jungs, die haben nicht so viel geschnackt, aber ja, der Motorradfahrer war ganz witzig. Ja, gutes Mittagessen gehabt. Ordentlich was geschafft, echt. Gut Gas gegeben, richtig gut. Jetzt einen coolen Campingspot. Ja, ich würde sagen, war ein guter Tag. Ein guter Tag auf dem Rad. Relativ normal. Läuft, Ja. läuft schon so ab hier in China. So ab und an sprechen die Leute einmal an. Ab und an ignorieren sie einen. Ab und an machen sie einfach Fotos von einem, ohne irgendwas zu sagen. Aber oft bekommt man irgendwas geschenkt, wie heute Abend das Wasser Ja. oder irgendwelche Obsttüten werden Obst aus dem bekommen wir Auto ganz gereicht. oft geschenkt, Und Heute nicht. ja, ist sehr, sehr nett, die Leute. Aber Ganz, wollen sie ganz wirklich toll. kein Englisch sprechen. Und das finden wir echt zum Teil auch ein bisschen schwer, mit den Leuten sich zu verständigen. Jetzt geht's, wir sind jetzt schon 30 Tage hier. Aber am Anfang war das richtig, richtig schwer, irgendwie was zum Essen zu bestellen, irgendwie beim Einkaufen festzustellen, was man einkauft und was das kostet. Bräuchte man ein bisschen Zeit dafür. Aber ja, jetzt geht's. Jetzt können wir ein bisschen Chinesisch, keine Ahnung. Aber wir wissen, was das alles kostet und wie man das Essen bestellt. Ich glaube, das ist Ja, das passt schon mal. Ja. Ja. Aber ja, gut, jetzt wird gekocht. Und das zeigen wir euch noch ein bisschen. Chinesische Nudelsuppe. Nach unserer Art. Nach unserer Art, absolut. Gemüse und Tofu. Ja. Guten Appetit. Das war's. Ein weiterer Tag auf unserer Fahrradweltreise. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da.
teilt das Video, abonniert unseren Kanal und erzählt euren Freunden und Familien von unserer Reise, wenn euch gefällt, was wir machen. Ja, Macht morgen, einen Daumen nach oben. genau, Daumen nach oben hatten wir, glaube ich, hatten wir nicht, weiß ich nicht, doppelten Daumen nach oben. Ja, morgen geht's weiter für uns. Bergetappe, nächste Bergetappe, und übermorgen wollen wir dann in Xi'an ankommen. Da gucken wir uns dann die Terrakotta-Armee an und schneiden das Video zusammen und ja, laden es dann hoch. Super, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für die netten Kommentare. Ja, Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Guten Appetit. Hunger. Hallo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen.